Das ist das PackTalk Bold und Cardos Flaggschiffmodell. Das ist Senas preisgünstiges Einsteigermodell SM5H und das hier ist das Lexin B4FM und obwohl das so viel kostet wie das Sena hier, liegt es viel näher an dem Cardo dran, als man meinen mag. Außerdem solltet ihr das Video bis zum Ende schauen, denn es gibt für euch was zu gewinnen. Aber schauen wir erstmal, was die Intercoms so können. Bevor wir zu den Unterschieden kommen, schauen wir uns erstmal die Gemeinsamkeiten an. Über alle Intercoms kann man neben der Kommunikation mit den Mitfahrern Musik hören. Ja. Zwar über das Handy oder anhand des eingebauten Radios. Sie haben alle eine Musik-Sharing-Funktion, mit dem man seine Lieblingssongs teilen kann, ohne dem anderen was vorzusingen. Viel besser. Und man kann Anrufe während der Fahrt entgegennehmen. Ja, Mama. Ja, ich denke an den Geburtstag von der Oma. Auch wenn man manchmal darauf verzichten könnte. Natürlich haben alle drei Modelle eine Windunterdrückung für die bessere Verständlichkeit. Wobei das Sena an sich die schlechteste Audioqualität hat und deswegen schon bei der Verständlichkeit nicht so heraussticht. Und hier fangen aber auch schon die Unterschiede an. Während das Sena nur Kommunikation mit einer einzigen Person zulässt, hat das Cardo eine Mesh-Funktion, wo man mit bis zu 15 Leuten kommunizieren kann und das Lexin eine Gruppenfunktion für bis zu 10 Teilnehmern. Die Frage ist, möchte man wirklich so vielen Leuten gleichzeitig zuhören? Und es ist auch egal, welche Marke ihr im Grunde genommen nehmt, nämlich wenn die anderen Teilnehmer einen anderen Hersteller nutzen, ist es sowieso relativ umständlich, das mit der Verbindung zu realisieren. Es wird da wirklich mal an der Zeit, dass die Hersteller sich zusammentun und vielleicht ein gemeinsames Protokoll erstellen. Das sind aber zumindest die Funktionen auf dem Papier. Aber wie sieht es in der realen Welt aus? Funktionen wie das Musiksharing bringen nämlich wenig, wenn man nach 100 Metern schon die Verbindung abbricht. Und deswegen machen wir mal einen Reichweitentest ohne direkte Sichtlinie und umgeben von metallischen Objekten und Zäunen, damit es möglichst realitätsgetreu bleibt. Ich habe im Grunde genommen nichts anderes gemacht, als die Musiksharing-Funktion benutzt. Und bin von einem Punkt, wo ich einen Helm zurückgelassen habe, weggefahren und habe das mit 2 Kameras quasi gefilmt, die nachher synchronisiert und konnte dann genau sehen, bei wie vielen Metern Verbindungsabbrüche waren. 50 Meter, 80, 100, 130, 150, 200. ...250... 300. Mich würde es wundern, wenn es weiter als hier hingeht. 350. Außer bei dem Cardo, weil ich das regulär schon an meinem Helm habe und Anna auch, habe ich mich die ganze Zeit von Anna zuquatschen lassen und bin dann einfach weggefahren und konnte dann sehen, wo die Verbindungsabbrüche sind. Okay, mein Schatz, magst du mir einfach irgendwas erzählen? Okay, dann machen wir bla 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 bla. Ja, ich höre dich immer noch sehr gut. Ja, jetzt fängt es an abzubrechen bei 300 Metern. Ja, 400 Meter, ich höre dich immer noch. Bla. Jetzt wird es wieder abgehakt. Bla bla bla. Bla 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 bla. Okay, 500 Meter Verbindung weg. Nach diesem hochwissenschaftlichen Test können wir sagen, dass die utopische Angabe des Cardos mit 1600 Metern kaum zu realisieren ist. Aber sie hat trotzdem noch die weiteste Reichweite, was zu erwarten ist bei dem teuersten Probanden. Das Sena hat zwar schon eher konservative 400 Meter angegeben, aber bei dem Test trotzdem gerade mal 50% geschafft und hatte dabei schon bei 130 Metern Tonabbrüche. Und das Lexin hat mit angegebenen 400 Meter seine Angabe im erschwerten Test um gerade mal 19,75% verfehlt und liegt dabei wieder näher an dem Cardo als an dem Sena. Dabei hat das Cardo und das Lexin immer noch die beste Audioqualität gehabt, wobei das Lexin vielleicht ein bisschen fad in den Mitten war. Warum schauen wir uns nicht an, was jemand anderes dazu zu sagen hat? Schatz? Schatz? Ja? Schatz? Ja?
Weil man mir nicht trauen kann, muss man Anna trauen. Sie probiert nämlich jetzt, welcher von den Helmen von der Klangqualität bei der Musik am besten klingt. Ich lasse jetzt ein Lied laufen und du probierst die Helme der Reihenfolge nach und sagst mir dann, welcher am besten und welcher am schlechtesten war. Angefangen mit dem da. Dem? Mhm. Dem? Dem da. Ach, der speckige olle Helm. Ja, der ist schön alt. Mhm. Okay. So, nächsten Helm. Oh. Ja, reicht schon. Okay. Und jetzt den hier. Komisch, dass meine Riesenhelme in deinen kleinen Kopf passen. Der Kopf. Kann ich den ersten nochmal hören? Ja. Nein, ganz ehrlich, welcher am besten und welcher am schlechtesten war? Also ehrlich gesagt fand ich sehr eindeutig den hier am besten. Den da? Mhm, den hier besser. Ja. Und der ging gar nicht. Der war ganz schlimm. Also da würde ich eher keine Musik hören als das da. Das ist der Der Sena. Ja. Oh, mein Ohrring. Das ist der Lexin, Das der genauso teuer ist wie der Sena. Und Ja. das ist der 2,5 Mal so viel kostet wie die beiden. Also der war auch gut, aber also im direkten Vergleich fand ich den Lexin besser. Machst du doch keine Verlosung. Wir behalten die. Den behalten wir. Verlosen wir nicht, behalten wir. Ich weiß, der Vergleich ist ein bisschen gemein, weil das Teil hier vor 10 Jahren auf den Markt gekommen ist. Aber es kostet 100 € und das hier auch. Also den Link hierzu findet ihr übrigens unten in der Beschreibung und zu den anderen auch. Kommen wir kurz zum Gewinnspiel. Als erstes möchte ich euch bitten, auf den Daumen nach oben zu drücken. Ja, ich gebe zu, es hat nichts mit dem Gewinnspiel zu tun, aber es fördert den YouTube-Algorithmus ungemein. Und wenn ihr das Doppelpack hier von Lexin gewinnen wollt, dann schreibt mir unten in die Kommentare, bei wie vielen Metern beim Extremtest es die ersten Abbrüche hatte. Und wenn ihr eure Gewinnchance verdoppeln wollt, dann geht auf meinen Instagram-Kanal und kommentiert unter dem Bild zum Lexin, bei wie vielen Metern es den Kontakt komplett verloren hat. Mehr zu dem Gewinnspiel gibt es übrigens gleich noch, also erstmal weiter. Schauen wir uns mal die Akkulebensdauer an. Aus Erfahrung kann ich euch nämlich sagen, dass das Sena hier das absolute Schlusslicht ist. Das schafft gerade mal etwas mehr als die Hausrunde, vielleicht einen ganzen Tag Motorrad fahren. Es hat aber auch schon einige Jahre auf dem Buckel, was dem Akku mit Sicherheit nicht so gut getan hat. Es war aber auch vorher nicht der Superdauerbrenner und hat gerade mal etwas mehr als einen Tag gehalten. Während die beiden hier sich wenig unterscheiden. Man muss dazu sagen, Lexin hat sich ganz frech einfach 2 Stunden dazu gedichtet, aber die kommen ungefähr auf die gleiche Dauer, nämlich fast 2 komplette Fahrtage ohne Probleme, also mit durchgehend Musik hören oder Intercom-Nutzung. Also Gleichstand. Ihr bekommt also für 100 € mit dem Lexin hier ein Intercom, das dem Cardo-Flaggschiff in wenig Punkten nachsteht, das Sena hier, aber obwohl es fast dasselbe kostet, um Welten schlägt. Damit gibt Lexin wenig Angriffsfläche für Kritik. Das Einzige, was ich mir wünschen würde, ist vielleicht eine etwas robuster aussehende Verarbeitung, weil das doch ein bisschen sehr nach Plastik scheint, und eine interne Abdichtung gegen Feuchtigkeit statt dieser wabbeligen kleinen Abdeckkappen. Ich meine, sowas bekommt inzwischen fast jeder Elektronikhersteller hin, aber naja, es muss ja irgendwas zu meckern geben. Die Gewinnspielrichtlinien hierzu findet ihr übrigens unten im Text und ja, unsere Freunde aus Österreich und der Schweiz können gerne mitmachen. Die Verlosung zu dem Ganzen wird es dann in einem der kommenden Videos geben und auch unter Instagram. Also abonniert diesen und den Instagram-Kanal, damit ihr es nicht verpasst. Und ja, um euch die Wartezeit zu versüßen, schaut doch einfach, welche Modifikation ihr für längere Touren brauchen könnt in diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!